Hallo Leute, ich zeige euch heute drei praktische Apps bzw. Programme, die ihr auf eurem Windows-Rechner haben solltet. Wir fangen an. Wir haben in dem Fall heute mal diese drei Anwendungen. Einmal 7-Zip, Advanced IP Scanner und VLC Media Player. 7-Zip an sich kennt man zum ZIP-Dateien erstellen, zum, zum ZIP-Dateien erstellen, zum Archivdateien erstellen wie RAR, genauso wie zum Entpacken von RAR-Dateien. Primär eigentlich RAR-Dateien, weil die ZIP-Dateien kann Windows selbst entpacken und erstellen, aber zum Entpacken von RAR-Dateien wird WinRAR benötigt. Können wir in dem Fall einfach einmal kurz austesten. Wir können nämlich hier Archive erstellen und hier die verschiedenen Modi auswählen. 7Z ist die Standardversionierung von 7-Zip und dann gibt es halt noch andere. ZIP ist klar, das kennt jeder und das ist eigentlich auch am sinnvollsten, weil dann kann es auch einer öffnen, der kein spezielles ZIP-Programm wie 7-Zip installiert hat. Wenn man das dann anklickt, dann erstellt er ganz normal die ZIP-Datei und packt dann automatisch die Ordner da rein. Genau. Und die Datei kann man dann ganz normal verschicken, weil Ordner an sich mit mehreren Dateien ist ein bisschen schwieriger zu verschicken. Genau, so, dann hätten wir SAMZIP erledigt. Dann gehen wir zum nächsten Programm, Advanced IP Scanner. Das ist eigentlich primär ein Tool, um herauszufinden, welche Geräte alle in eurem Netzwerk sind. Und zum Beispiel die IP-Adressen später dann manuell anzupassen. In dem Fall können wir jetzt einfach mal kurz einen Scan machen. Der scannt dann einmal das komplette Netzwerk, zeigt einem die Geräte an. Und dann könnt ihr ganz normal herausfinden, welche IP-Adressen frei sind und eure Geräte dann demnach anpassen. Genau. So, der scannt dann alles durch und zeigt dann einmal alles an. So, das wäre es gewesen. Und jetzt kommt die letzte App, die ist eigentlich recht wichtig, und zwar der ganz normale VLC Media Player, weil dieses Groove von Microsoft, das ist mehr unbrauchbar als brauchbar. Und mit dem VLC Media Player kann man alle gängigen Videoformate öffnen. Und es kommt immer mal wieder ein Patch raus, wo dann paar Bugfixes drin sind und manchmal sogar noch neue Formate unterstützt werden. Die aktuellste Version ist 3.04. Ich packe euch bei allen drei Anwendungen einen Link unten in die Beschreibung. So, das wäre es für dieses Mal gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön.